Und nun zu meinem nächsten Gast. Und hier schon mal ein kleiner akustischer Hinweis. So, mehr muss ich wahrscheinlich nicht sagen. Sie haben es erkannt. Thomas Anders ist bei mir. Ich sage noch mal ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Punkt 12. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und nur damit Sie nicht denken, ich sei schlecht erzogen. Wir haben eben gesprochen und wir sind beim Du. Sehr gut. Absolut. Sehr schön, freut mich. Thomas, es ist jetzt 40 Jahre her, dass ihr mit Modern Talking und You're My Heart, You're My Soul total durchgestartet seid. Und das, was wir eben gehört haben, das ist ja eine neue Version des Songs. Du hast nämlich 6 Alben neu eingesungen und darunter sind auch ein paar neue Songs. Warum hast du es gemacht? Also 6 Alben neu einsingen, klingt ja nach einem ganz schön Mammutprojekt. Das klingt nach ein bisschen Arbeit, das ist richtig. Die Idee kam eigentlich deshalb, weil ich ja weltweit mit meinen Konzerten unterwegs bin. Und ich mache so alle 2 bis 3 Jahre arrangiere ich alles komplett neu. Das heißt also, die Songs und auch die Songs von Modern Talking, die ich im Programm habe, die Hits, klingen dann immer dem musikalischen Zeitgeist entsprechend. Und es kamen so viele Fans, die sagten, können wir das irgendwann mal streamen, können wir das downloaden, kann man das irgendwie kaufen? Naja, und dann hat man ja so ein bisschen weitergeguckt und man dachte, naja, in so 1,5 Jahren ist ja 40 Jahre Modern Talking. Vielleicht mache ich da einfach diese Hommage, weil Modern Talking hat mein Leben ja unglaublich verändert, also in eine ganz andere Richtung gebracht. Und so sagte mein Produzent Christian Geller und ich, lasst uns doch wirklich alle 6 Alben der 80er aufnehmen und in diesem Jubiläumsjahr im Grunde veröffentlichen. Wir haben dafür eine Box wirklich gemacht. Das ist eine CD-Box, gibt es auch als Vinyl. Und da kann man diese 6 Alben wirklich sammeln. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Idee, wenn man halt eben großer Modern Talking-Fan ist. Ist auch ein Booklet drin. Und somit hat man dann die Historie, die 80er-Historie von Modern Talking im neuen Sound. Witzig. Also man kann auch ein bisschen zusammenfassen, es war auch ein bisschen ein Arbeitsauftrag der Fans sozusagen, der mit dahinter steht. Es war der Ideengeber, weil sonst wäre ich so gar nicht drauf gekommen. Aber es ist in der Tat, dass natürlich, wenn ich nun 24 auf der Bühne stehe, dass das You're My Heart, You're My Soul nicht mehr so klang wie 1985. Das ist vollkommen klar. Und ich versuche immer zu erklären, das Soundempfinden des Publikums hat sich ja in 40 Jahren verändert. Das stimmt. Und so klingt eigentlich jetzt die neuen Songs und die neuen Alben, aber immer wieder gespickt mit den Sounds der 80er, dass man sofort weiß, die Musik ist im Hier und Heute, aber meine Erinnerung ist in den 80ern. Ja, eine gute Kombi. Und schau mal hier hinter uns, da sehen wir ja noch mal diese Zeitreise auch in einem Bild. Nämlich, das ist das Cover und das bist du damals und heute. Und wenn du dir das so anguckst, gäbe es irgendwas, was du deinem jüngeren Ich gerne sagen würdest, mit auf den Weg geben würdest? Naja, ich würde ihm sagen, es wird alles gut. Also sei selbstbewusst, sei selbstsicher. Am Ende wird alles gut. Und das ist auch mein Lebensmotto, das ich damals wahrscheinlich noch nicht so leben konnte, weil ich glaube, auf dem Bild war ich 22, was wir da sehen. Und das ist auch vollkommen normal, dass man jetzt 40 Jahre später eine größere Lebenserfahrung hat und auch anders denkt. Aber ich glaube, wir sollten allen unseren Kindern sagen, Kinder, macht das Beste aus eurem Leben, glaubt an euch und dann wird es irgendwie gut werden. War aber ja vielleicht damals auch einfach schwierig für dich, weil da muss ja so viel auf euch eingeprasselt sein. Es waren so viele Nummer-1-Hits. Ihr habt ja auf der ganzen Welt gespielt. Das ist ja auch einfach viel zu verarbeiten erstmal, wenn man irgendwie ein junger Mensch auch ist. Gibt es eigentlich aus dieser ganzen Zeit eine Erinnerung, die dir besonders präsent noch ist? Also ein Treffen, eine Begegnung, eine Anekdote? Es gibt ja viele Erinnerungen. Ich meine, genau wie du sagst, jetzt kam so viel, ist auf einen eingeprasselt, eingestürzt. Für mich ist immer noch mit das Bewegendste die Verleihung meiner ersten goldenen Schallplatte. Das war so ein Traum. Ich wollte, als ich Teenager war, ich wollte einmal in meinem Leben in den Charts sein und vielleicht einmal eine goldene Schallplatte besitzen. Und wenn man dann im Grunde diese goldene Schallplatte in den Händen hält, dann das prägt sich ein. Also sagen wir mal so, bei der 189. war es nicht mehr so stark. Aber auch an die erinnerst du dich ja. Ja, ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Gut, verständlich. Ich meine, das Gedächtnis hat ja auch so seine Grenzen. Irgendwann ist der Speicher ja auch ein bisschen voll. Und was mich tatsächlich aber auch noch interessieren würde,
Was sagt Dieter eigentlich jetzt auch zu deinem neuen Projekt? Habt ihr eigentlich noch Kontakt? Das interessiert natürlich nicht nur Fans, sondern ja auch alle, die euch kennen. Ja. Wie ist das so zurzeit? Ich meine, euer Ende, da war es auch so ein bisschen holprig. Wie ist es heute? Na, wir haben keinen Kontakt mehr. Ich meine, er ist ja ganz gut in der RTL-Welt aufgehoben. Und ich bin halt eben mit meinen Songs und ja, durch meine Tourneen über die ganze Welt, auch mit Florian. Ich meine, das war ja 2 Nummer-1-Alben, die großartig waren. Und wir haben anfragen lassen, ob er Lust hätte, an diesem Projekt mit teilzunehmen. Das wollte er nicht, was ich auch akzeptiere, das ist ein gutes Recht. Aber trotzdem sage ich mir, es ist auch mein Leben und ich bin nun 50% von Modern Talking. Und wie ich am Anfang sagte, es hat mein Leben so stark verändert, dass es in eine ganz andere Richtung ging, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Und das ist für mich meine Zeitreise in die Vergangenheit. Und lass uns über die auch noch mal jetzt ein bisschen genauer sprechen oder auch mal reinhören. Denn auf den 6 Thomas Anders singt Modern Talking Alben, da sind eben auch neue Songs von dir. Ne? Also wir haben ja gesagt, ne, die alten, die haben noch diesen 80s-Touch, aber sind ein bisschen moderner. Aber es sind eben auch neue Songs. Aber auch die haben ja, oder die bringen auch so ein bisschen dieses 80er-Feeling. Es ist der Modern Talking Sound, ja. Es ist der Modern Talking Sound, das hast du sehr schön gesagt. Lass uns da noch einmal zusammen reinhören. Ja, du hättest es nicht besser zusammenfassen können. Es ist der Modern Talking Sound tatsächlich. Ja, aber sieh mal, es ist so Folgendes. Erfolgreiche Künstler haben doch eine Gemeinsamkeit. Sie haben Sounds kreiert, die sofort an die Musik erinnern. Das heißt, wenn man irgendwo im Radio die ersten 2, 3 Takte von einem Modern Talking Song hört, dann weiß man, es ist Modern Talking. Man muss es nicht erklären. Ja. Und so haben wir uns natürlich gedacht, wir produzieren auch halt eben Songs in diesem Genre. Und das haben wir, glaube ich, geschafft, dass man denkt, Moment, ist das jetzt ein übrig gebliebener Song aus den 80ern oder ist der tatsächlich neu? Ja. Aber wir haben auf jedem Album 2 neue Titel. Und ich glaube, das macht natürlich den Hardcore-Fans richtig Spaß. Ja, sehr gut.